Ich heiße Alexandra, ich bin Kinderzahnärztin in der Zahnarztpraxis Q64 in Berlin und arbeite nebenberuflich als Flugbegleiterin bei Lufthansa. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Schon während der Schulzeit habe ich mich sehr für Medizin interessiert und bin nach dem Abitur erst einmal für 2 Jahre ins Ausland gegangen. Als Au-pair nach Neuseeland und nach Paris und als Volunteer nach Ecuador. Dort habe ich in einer großen Klinik gearbeitet und habe festgestellt, dass mir Zahnmedizin am meisten Spaß macht. Und deshalb habe ich das dann auch studiert. Nach dem Studium habe ich in einer allgemeinzahnärztlichen Zahnarztpraxis gearbeitet und dabei festgestellt, dass mir die Kinderzahnheilkunde am meisten Spaß macht. Und daraufhin habe ich mich in Kinderzahnmedizin noch einmal spezialisiert und bin 2018 in die Zahnarztpraxis gewechselt, in der ich jetzt arbeite. Und dort bin ich ausschließlich als Kinderzahnärztin tätig. Wir wollten ja heute einen Zahn reparieren und da so ein kleines Krönchen drauf machen mit Zauberluft. Ne? Guck mal, da habe ich verschiedene Düfte da. Da kannst du dir mal eine Luft aussuchen. Ich behandle ausschließlich Kinder vom Alter von 0 bis 18 Jahre. Die meisten Kinder, die zu mir kommen, sind zwischen 3 und 10 Jahren alt. Ich arbeite sehr gern mit Lachgas bei längeren Behandlungen, weil das Lachgas die Kinder entspannt und außerdem empfinden sie die Behandlung viel kürzer und angenehmer. Können wir mal hier rein in die Garage legen und jetzt zählt der Glückspunkte. Manche Kinder, die schaffen bis zu 100 Glückspunkten, okay? Und richtig gut schafft man das mit der Zauberluft. Und damit er gut zählen kann, legen wir das mal hier auf den Bauch, weil auf dem Bauch kommt die ganze Luft an. Mir ist es wichtig, dass die Behandlungen immer gut vorbereitet sind und dass wir strukturiert arbeiten, genauso wie an Bord eines Flugzeuges. Das Lachgas ermöglicht mir, mit den Kindern auf eine entspannte Fantasiereise zu gehen, während die zahnärztliche Behandlung ganz nebenbei abläuft. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du mit dem Luftballon vielleicht irgendwo hinfliegst. Dabei kann man mit so Trance-Geschichten gut arbeiten und dann die Kinder in eine super entspannte Behandlungsatmosphäre bringen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Kannst du dir vorstellen, dass du ans Meer fliegst? Ich wollte schon als Kind immer Stewardess werden. Das war mein Kindheitstraum. Manchmal gab es Phasen, wo das sehr anstrengend war in der Universität. Und ich weiß noch, einige meiner Kommilitonen, die hatten dann gesagt, wenn das hier nichts wird, dann werde ich einfach Hausfrau und Mutter. Und ich habe immer gesagt, wenn das hier nichts wird, dann werde ich einfach Stewardess. Seitdem mache ich beides parallel und bin 2 Tage nach dieser Behandlung nach München geflogen, um von dort meinen Dienst als Flugbegleiterin anzutreten. Ich freute mich riesig auf meinen Flug nach Tokio, das eine sehr spannende und faszinierende Hauptstadt ist. Für den Flug nach Tokio bin ich schon am Vorabend nach München angereist, habe im Hotel übernachtet und bin am nächsten Morgen in das Flight Operations Center der Lufthansa gefahren. Hallo. Dort finden die Briefings statt, das heißt, dort trifft sich zum ersten Mal die Crew für diesen gemeinsam anstehenden Flug. Welcome to our excursion to Tokyo today. Das Briefing wird geleitet von den Pursern, das sind die Kabinenchefs an Bord. The most important thing is that we talk about the positions first. Im Briefing werden die Arbeitspositionen der Flugbegleiter festgelegt. Also wer schon am längsten bei Lufthansa arbeitet, hat eine höhere Seniorität und kann sich bevorzugt aussuchen, auf welcher Position er gern arbeiten möchte. Des Weiteren besprechen wir Besonderheiten für den anstehenden Flug hinsichtlich bestimmter Gäste oder speziellen Essens. Und im weiteren Verlauf des Briefings kommt das Cockpit mit dazu. Oh, hello, Captain. Hello. Welcome. Hier erklärt uns der Kapitän, wie lang die Flugzeit ist, ob wir Turbulenzen zu erwarten haben, wie das Wetter vor Ort sein wird und ob es etwas Wichtiges zu beachten gibt beim jeweiligen Flugzeug. Auf dem Flug war es so, dass ungefähr 7 Stunden nach Takeoff, da waren wir gerade irgendwo über China,
dass dann dort Turbulenzen auftreten. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, auch gerade wenn wir den Service timen müssen. Weiterhin besprechen wir auch, ob jemand neben unseren flugbegleiterischen Erste-Hilfe-Maßnahmen auch Vorerfahrungen hat. Anything you would like to add when it comes to medical? Das ist oft der Moment, wo ich mich dann melde und sage, dass ich Zahnärztin bin. I'm a dentist. Yeah. That can be helpful too. Yeah. Of course. So if somebody can't see blood, I can. Thank you. But of course you're never alone. Nach dem Briefing, das ist circa 1,5 Stunden vor Abflug, gehen wir nicht wie die Passagiere über das Gate an Bord, sondern wir fahren mit dem Crewbus zum Vorfeld hinaus. Und während der Busfahrt bespricht man oft serviceanstehende Informationen. Aber oft tauschen wir uns auch aus, was man alles im Layover unternehmen kann, denn gerade Tokio ist so vielseitig und bietet sehr viele Aktivitäten. Diesen Flug habe ich mit einer Freundin zusammen requested. Das heißt, man wünscht sich, dass man mit einer bestimmten Person zusammenfliegen möchte. Also nachdem wir die Koffer vor dem Flugzeug abgegeben hatten, hatte ich mit meiner einen Kollegin noch ein Foto gemacht vor dem Flugzeug als Erinnerung, dass wir gemeinsam heute fliegen werden. Und dann sind wir über die Treppen ins Flugzeug gegangen. Die eigentlich stressige Arbeit beginnt. Nachdem das Gepäck und alle Kleidungsstücke verstaut sind, fangen wir an, sicherheitsrelevante Aufgaben durchzuführen. Das heißt, wir checken, ob die Notausrüstung vollständig an Bord vorhanden ist und schauen, ob auch alles gut funktioniert. Das Ganze wird auf einer elektronischen Checkliste festgehalten und an den Purser geschickt. Falls etwas auffällt, kann man das auch nochmal gemeinsam besprechen. Ach so, genau. Auf Dann mach X und schreib nicht an Bord. Ja, ja, genau, hab ich schon geschrieben. Oder so. Ja, Ja, perfekt. Dann der wissen wir Rest Bescheid. passt. Danke. Ja, super, gerne. Vor dem Boarding wird der Welcome Drink vorbereitet und die Gläser befüllt. Die Praxis, in der ich arbeite, bietet ein besonderes Schichtmodell, mit dem es mir ermöglicht, mehrere Tage am Stück zu arbeiten und wiederum mehrere Tage am Stück frei zu haben. Ich guck mal, ob das Zähnchen schon schläft, okay? Und so kann ich in der freien Zeit fliegen gehen. Meine Leidenschaft zum Fliegen habe ich in die Kinderbehandlung integriert und lasse die Kinder auch als Pilot auf dem Zahnarztstuhl irgendwo hinfliegen. Und dann machen wir da so eine kleine Pilotenfluggeschichte daraus. Passagiere wieder anschnallen, dann fliegen wir dich zurück, okay? Ich brauche nochmal deinen Pilotenfinger. Da ist der Nach-Hause-Knopf. Einmal drücken und dann fliegen wir wieder zurück. Prima. Sehr gut. High five. Toll hast du es gemacht. Wir sehen uns wieder ungefähr um Weihnachten, okay? Da gucke ich, ob die Zähne dann fit sind für die Weihnachtsbäckerei. Nach Tokio sind wir mit dem neuen A350 geflogen. Ein sehr modernes Flugzeug, das auch eine sehr komfortable Business Class bietet. Hier sind die Sitze viel breiter. Nachdem die Flugvorbereitungen abgeschlossen sind, habe ich mir noch die Namen meiner Gäste in der Business Class notiert, um diese persönlich anzusprechen. Und dann wartet man, bis die Passagiere kommen. Diese Zeit nutzt man dann für persönliche Gespräche mit Kollegen und etwas Smalltalk. Kommen ein paar Kinder. Ich bin eigentlich Kinderzahnärztin, deswegen passt das gerade. Ja, cool. Und währenddessen geht ein Pilot nach draußen für den Outside-Check, läuft um das Flugzeug und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. In der Zahnarztpraxis haben wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten als in einem Flugzeug. Sie erstreckt sich auf über 3 Etagen und bietet sowohl Behandlungsplätze für Erwachsene als auch für Kinder. Jeder hat bei uns sein Spezialgebiet. Ich bin in der Kinderzahnheilkunde tätig und behandle mehr in diesem auf Kosmonauten und Weltraum eingerichteten Bereich.
Die anderen Räume sind alle auch sehr hell und freundlich eingerichtet. Sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter fühlen sich hier wohl und wir haben sogar eine Kantine mit einem eigenen Koch. An Bord ist es so, dass ich erst im Briefing meine Kollegen kennenlerne, die auf den nächsten Umlauf mit mir gehen. Und viele von denen habe ich vorher noch nie gesehen. Also da muss man sich sehr schnell auf Teamarbeit einstellen. Okay, just place it here. All right, thank you. Morning completed. Danke vielmals. Ja. Auf dem Weg zur Startbahn checken wir noch einmal die Kabine, ob alle Passagiere angeschnallt sind, ob die Fluchtwege frei sind. Und zum frühestmöglichen Zeitpunkt setzen wir uns auch auf unseren Flugbegleitersitz, schnallen uns an und meistens kehrt man nochmal in sich und geht nochmal Punkte innerlich durch, was passieren würde, wenn beispielsweise ein Startabbruch ist. Das sind so Gedankengänge, die man dann hat. Da sind ganz viele Ameisen drin. Wir wollen ja sehen, wie die Zähne aussehen und ob sich Karies und Baktus da drin verstecken, okay? Was wir so täglich machen, ist natürlich die Zähne untersuchen, auf Karies, auf Mundgesundheit. Der sieht ein bisschen aus wie Mamas Föhn, ein bisschen komischer Fotoapparat. Ab und zu müssen wir auch Röntgenbilder machen, besonders um Zwischenraumkaries zu diagnostizieren. Da zähle ich bis 3, dann macht es Piep und dann ist das Foto fertig. Klasse, toll geübt. Gucken wir uns noch mal die Zähne an, okay? Gehen wir noch mal zu Kroko. Und der Kroko hat heute gefrühstückt und keiner hat ihm die Zähne geputzt. Kannst du dem mal helfen? Der kleine Kroko, das ist ein Plüschtier, den habe ich als Pilot verkleidet. Und dann habe ich ein bisschen Knete und eine kleine Zauberlampe. Und dann mache ich Knete in den Zahn und die Lampe macht die Knete schön hart und dann ist der Zahn repariert. Die Kinder können dann Co-Piloten sein und mit dem Kroko irgendwo hinfliegen. Du hast ja ganz viele Streifen, du bist also meine Kapitänin, okay? Du darfst jetzt mal den Kroko und dich dahin fliegen. Kroko einmal bitte anschnallen. Super. Und dann brauche ich mal deinen Pilotenfinger. Und da, wo die Piloten sitzen im Cockpit, gibt es ganz viele Knöpfe, wie bei mir. Und das ist der Startknopf. Wenn wir da drauf drücken, fliegen wir los. Okay? Drücken wir drauf und Abflug! Your cabin attendants will also be happy to help you. Grundsätzlich ist jeder Flugbegleiter eigentlich vorher vorbereitet auf diesen Flug durch unser iPad. Ich kann also vorher genau nachlesen, wie sind die Serviceabläufe auf dem Flug, wie viele Gäste werden wir haben, die ungefähre Flugzeit steht drauf. Und genauso kann ich mich auch darauf vorbereiten, welches Menü wir servieren. Gerade in der Business Class ist das wichtig, auch welche Weine wir haben. Nach dem Start treffen wir uns zum sogenannten Galley Briefing. Hierbei besprechen wir, wie wir den Service durchführen und wer welche Aufgaben übernimmt. From the front to the back. Okay. Auf diesem Flug habe ich die Getränketrolleys vorbereitet. Das heißt, ich habe alkoholische und nicht-alkoholische Getränke aufgebaut, Eis und Zitrone vorbereitet, Flaschenöffner, Flaschen geöffnet und habe auch die Speisekarten mir nochmal genau angeguckt.
Des Weiteren werden die Brotkörbe vorbereitet, das Brot wird in den Öfen aufgeheizt. Auch die warmen Mahlzeiten, also unsere Hauptspeisen, werden im Ofen aufgewärmt und die Trolleys werden auch schon vorbereitet, sodass wir dann immer zeitnah mit dem Service beginnen können. Ich liebe es, in der Business Class zu arbeiten, da es mehr wie ein Arbeiten in einem Restaurant ist. Hier stelle ich mich persönlich bei den Gästen vor und auch die Gäste werden mit Namen angesprochen. Zunächst beginnen wir mit dem Aperitivservice. Wir bieten in der Business Class eine Auswahl von 3 verschiedenen Vorspeisen an und von 3 verschiedenen Hauptspeisen. Hierbei hat man immer eine Fleischkomponente, eine Fischkomponente und auch etwas Vegetarisches dabei. Auf diesem Flug, weil es Spargelzeit ist, gab es beispielsweise auch Spargel, aber es gab auch eine japanische Hauptmahlzeit. Natürlich können sich auch unsere Gäste ein spezielles Essen aussuchen, beispielsweise wenn sie glutenunverträglich sind oder andere diabetische Vorgaben haben. Und am Ende gibt es noch einen Käse oder ein Dessert. Und das Ganze rundet noch eine Praline ab in der Business Class. Das Essen in der Business Class ist immer sehr schmackhaft angerichtet und mit viel Liebe zum Detail. Die Gäste erhalten in der Business Class auch eine Speisekarte. Hier ist ganz genau beschrieben, welche verschiedenen Weißweine und Rotweine wir anbieten. Alle 2 Monate wechselt nämlich auch das Weinangebot auf den Flügen. Natürlich gibt es auch einen Champagner an Bord, der ist immer sehr beliebt. Für die Pausen können die Gäste sich auch an unserer kleinen Bordbar bedienen. Hier bieten wir Snacks an, zum Beispiel ein paar Nüsschen oder auch etwas Süßes. Und natürlich können die Gäste auch jederzeit sich andere Getränke oder Wasser in der Galley holen. Nachdem der Service abgeschlossen war auf diesem Tokio-Flug, gab es einen wunderschönen Sonnenuntergang. Dafür bin ich vor ins Cockpit gegangen, um mir das noch einmal ganz genau anzuschauen, bevor ich in meine Pause gegangen bin. Ein Teil der Crew hat dann eine Wache an der jeweiligen Tür zu halten und ein anderer Teil der Crew geht ins Crew Rest. Das befindet sich im hinteren Teil des Flugzeugs, oberhalb der Passagiere. Ein kleiner Aufgang führt dort hinein. Dort gibt es mehrere Betten. Man legt sich hinein und kann den Vorhang zumachen und dann so ganz gemütlich die Pause genießen und sich etwas erholen. Ich bin grundsätzlich mehr in der Zahnarztpraxis tätig als beim Fliegen, aber das ist unterschiedlich. Also durch das Schichtsystem, was wir in der Praxis haben, ist es zwar auf das Jahr schon ausbalanciert, dass ich jeden Monat gleich arbeite. Allerdings bietet unser Schichtsystem auch eine gewisse Flexibilität, sodass ich Arbeitstage vor- und nacharbeiten kann und dann somit auch manchmal mehr Möglichkeiten habe, länger zu fliegen oder eben mehr Tage fürs Fliegen zu haben. Schau mal, magst du dir noch ein Tattoo aussuchen? Da, okay. So, gibst mir noch ein High Five? Klasse. Maybe I will stop thinking about all the reasons why I should give up and maybe. Es ist halt schon irgendwo so, dass mir das Fliegen schon den Ausgleich gibt zum Alltag und zu einer normalen Tätigkeit. Weil beim Fliegen habe ich jedes Mal eine andere Crew, es sind jedes Mal neue Kollegen. Auch wenn die Destination zum wiederholten Male angeflogen wird, ist es jedes Mal anders vor Ort. Es ist eine andere Jahreszeit, man unternimmt was anderes, man hat andere Kollegen, mit denen man etwas macht und von daher wird das erstens nie langweilig und gleichzeitig ist es aber auch schön, wenn ich eben in der Zahnarztpraxis bin und dort meine Struktur habe, wo das
wo Patienten regelmäßig einbestellt sind. Ich sehe sie regelmäßig wieder. Ich habe mehr oder weniger feste Assistenzen, wo ich weiß, wie wir arbeiten. Ich muss mich nicht ständig auf einen neuen Kollegen einstellen, wie bei der Lufthansa. Aber wie gesagt, beides, diese Kombination aus beiden macht es irgendwie interessant und immer wieder spannend. Nach der Wache- und Ruhephase werden Servicevorbereitungen für den zweiten Service vor der Landung getroffen. Die Schichttage bei der Zahnarztpraxis, die sind eigentlich für das ganze Jahr schon festgelegt. Bei Lufthansa ist es so, dass ich immer erst am Ende des Monates meinen Plan für den Folgemonat erhalte. Dennoch habe ich aber auch Möglichkeit, mir Flüge zu wünschen. Man nennt das Requesten. Also ich kann bei Lufthansa requesten, wann ich ungefähr gern wohin fliegen möchte. Es gibt auch Standby-Einsätze oder Reservedienste, also wo man sehr schnell einspringen muss, wenn ein Flugbegleiter ausfällt. Also man braucht schon eine gewisse Flexibilität, da ich auch jedes Mal erstmal nach München fahren oder fliegen muss zu meinem Einsatzort, braucht es schon auch ein bisschen Vorlaufzeit bei der Organisation, aber das ist alles möglich. Kurz vor der Landung wird noch einmal alles verstaut und sicher gemacht. Dann setze ich mich auf meinen Flugbegleitersitz, lasse den Flug Revue passieren und freue mich einfach riesig auf Tokio und die anstehende Zeit im Layover. Seven, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10. Nach der Landung gingen wir vom Flugzeug, dann durch die Passkontrolle zum Kofferband, holten unseren Koffer und vor dem Flughafen wartete schon der Crewbus auf uns, der uns in das Hotel nach Tokio fuhr. Während des Fluges hatte ich Gelegenheit gehabt, die neuen Kollegen kennenzulernen und habe mich mit Oke und Katharina verabredet, das Layover in Tokio zusammen zu verbringen. Wir haben ein bisschen durch die kleinen Stände gestöbert, was es dort zu kaufen gab. Die ist sehr gut, da ist mein Hotelzimmerblick. Ach cool. Ich sehe auch den Mount Fuji. Schön. Und das ist da, wo wir gerade sind, ne? Ja, genau. Sehr gut. Und einmal lächeln. Ja, und winken. Wir sind durch die Straßen Tokios zum Tempel Asakusa gelaufen. Dort war wahnsinnig viel los. Und was raschelt da so? Vor dem Tempel gab es die Möglichkeit, mit einer traditionellen japanischen Methode sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Dazu hatte man eine Box, die hat man geschüttelt. The highest excellent fortune. Ja, natürlich kriegst du das wieder, ja.
Wir sind zusammen zu einer Teezeremonie gefahren. Das war sehr spannend. Dort haben wir erst in einem Video erfahren, was Teezeremonie ist und wie das abläuft. Eine traditionell im Kimono gekleidete Frau hat uns dann das alles erklärt. This is matcha's leaves tencha. Wir haben die Hände erst gewaschen. Und dann sind wir in den kleinen Raum gestiegen mit der niedrigen Tür. Dort haben wir dann Matcha-Tee getrunken und konnten auch selbst unseren eigenen Matcha-Tee erst mahlen und dann auch trinken und zubereiten. Manchmal geht man dann von einem Umlauf auseinander und denkt, ach, das war toll und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder zusammen fliegen. Und wenn man Glück hat, dann trifft man sich nach Jahren wieder und wenn nicht, dann nicht und hat es trotzdem immer positiv in Erinnerung. Wohingegen ich manchmal merke, wenn man mit einer Kollegin auf Arbeit nicht so gut zurechtkommt, die sieht man halt dann doch jeden Tag wieder und da ist das manchmal eine andere Trennung, wenn es mal nicht geklappt hat, die Zusammenarbeit. Bei der Zahnmedizin ist es schön, wenn man auch immer dieselben Kollegen hat und weiß, was sie können und dass man auch nonverbal zusammenarbeiten kann. Gerade bei der Kinderzahnerkunde ist das schon wichtig, dass jeder Arbeitsgriff und Handgriff sitzt, ohne dass ich das immer alles nochmal genau sagen möchte, wie ich das brauche, um mich mehr auf das Kind und auf die Behandlung zu konzentrieren. Lustigerweise sind wir an einem Laden für Borsten vorbeigekommen. Die sind extrem hart. Und da gab es auch unterschiedliche Zahnbürsten. Deswegen musste ich da unbedingt hinein und mir die einzelnen Tierhaarborsten angucken. Ja, das ist auch eine Pferdehaarbürste. Aber ich glaube, das ist ja nicht so. Und das ist vom Schwein. Oh, pass sie mal an, guck mal, damit will sich doch niemand die Zähne putzen. Das ist halt das Tolle an meinem Beruf, dass ich auch die Zahnmedizin wiederum an anderen Orten wiederfinden und verbinden kann. Aber es steht sogar, die Schafborsten sind am besten und die sind auch für Kinder gut. Und ich finde auch, habt ihr schon mal mit so einer Naturbürste geputzt? Ich mag das nicht. Ich mag lieber diese normalen Borsten. In dem Fall hatte ich auch Glück, dass 2 sehr nette Kollegen mit mir dabei waren. Und wir hatten sehr viel Spaß bei der Erkundung von lustigen Dingen und Gegenständen, die man kaufen kann. You can burn a stick, so Wir haben auch ein Matcha-Eis probiert. Das gibt es ja auch nicht in Deutschland. Zudem waren wir dann noch bei der Shibuya Straßenkreuzung. Das ist eine riesige Kreuzung, hat das Flair wie ein Times Square, weil überall flimmernde Werbe-LED-Anzeigen sind. Und dort ist es so, dass wirklich innerhalb von Sekunden tausende Menschen diese Kreuzung betreten und die Straße überqueren. Und das ist so ein Gewusel, aber so spannend anzusehen. So, das ist jetzt das Government Building. Also da hoch, da in die Mitte, irgendwo da. Ganz schön. Ja. Was für ein Glück das ist, dass man das erleben kann. Das ermöglicht mir halt die Tätigkeit als Flugbegleiter, während ich dann mal eben irgendwo ans andere Ende der Welt fliege und in andere Kultur eintauche und andere Traditionen. Sitzen meine Kollegen sozusagen in der Zahnarztpraxis und wenn ich zurückkomme, dann erzähle ich und bin immer so wahnsinnig begeistert und bringe so viel Lebensenergie dann auch mit und auch von diesen ganzen Erlebnissen und Begegnungen mit Menschen, die ich hatte auf den Umläufen, zehre ich dann meistens noch Wochen und Monate später davon und das finde ich halt super. Mir macht beides sehr viel Spaß und dadurch, dass ich beides nicht komplett ausschließlich mache, habe ich immer wieder etwas, worauf ich mich freue. Also das heißt, ich arbeite in der Zahnarztpraxis und dann freue ich mich schon wieder auf den nächsten Flug. Und wenn man irgendwo hinfliegt, dann ist man so aus dem Alltag herausgerissen. Man ist in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur. Das gibt mir immer so viel Input und so viel Lebensenergie. Und dann komme ich wieder zurück und freue mich aber dann auch wieder, wenn ich zu Hause sein kann, wenn ich in meinem eigenen Bett liegen kann und
wenn ich einfach nur zahnmedizinisch behandeln kann. Und ich glaube, diese Mischung aus beiden macht es für mich so interessant und so abwechslungsreich, dass ich mich, wie gesagt, jedes Mal auf beide Tätigkeiten freue. Auch wenn die Destination zum wiederholten Male angeflogen wird, ist es jedes Mal anders vor Ort. Es ist eine andere Jahreszeit, man unternimmt was anderes, man hat andere Kollegen, mit denen man etwas macht und von daher wird das erstens nie langweilig und gleichzeitig ist es aber auch schön, wenn ich eben in der Zahnarztpraxis bin und dort meine Struktur habe. Ich muss mich nicht ständig auf einen neuen Kollegen einstellen, wie bei der Lufthansa. Hast du jetzt auch Ferien? Ja. Und, ist gut? Ja. 6 Wochen? Ja. Ganz schön lang, ne? Mhm. Hast du was Schönes vor? 5-4 Composite OD, 5-3, bleiben von 2 nach 2. Meistens komme ich nach so einem Flug immer wieder voller Energie in die Praxis zurück und auch meine Kollegen fragen dann immer, wo ich überall war und was ich erlebt habe und finden das selbst total spannend. Ja, und manche würden sich auch sehr wünschen, mal mit mir zusammenzufliegen und Gast an Bord zu sein. Also für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass ich das weiter so machen kann, wie das bisher ist. Also dass ich weiterhin als Flugbegleiterin tätig sein kann, als auch als Zahnärztin. Da mir wirklich beide Tätigkeiten Spaß machen und da die Abwechslung gerade das ist, was es für mich interessant und immer wieder reizvoll macht. Und dadurch kommt auch keine Langeweile auf, würde ich sagen, in dem Sinne. Also dadurch bleibt es einfach immer abwechslungsreich und es kommt immer durch die Flüge natürlich auch wieder neue Erlebnisse hinzu innerhalb so kurzer Zeit, wie ich mir das wahrscheinlich mit keinem Urlaub so erfüllen könnte. Ein Kollege meinte einmal zu mir, jetzt wo ich sehe, wo du überall rumkommst und nebenbei noch als Zahnärztin arbeitest, da denke ich mir, echt smart. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen, einfach sich trauen, das zu machen, den Mut zu haben und am Ende wird sich immer eine Lösung finden. Und selbst wenn sich herausstellt, dass vielleicht doch die eine Tätigkeit nicht so ist, wie man sich das erwartet hat, dann kann man immer noch was anderes machen. Ich finde, heutzutage ist so viel möglich, man hat so viele Chancen und man sollte das einfach nutzen. Das ist Thalia, das bin ich. Hier ist der Fernseher und das ist die Mama mit der Schwester und dem kleinen Baby. Hast du das fertig gemalt? Das sieht ja toll aus. So ein schönes Flugzeug. Bist du schon mal im Flugzeug gewesen? Ja, bist du auch schon mal geflogen? Und das schenkst du mir jetzt? Prima, spitze. So. Mein Tokio-Flug liegt eine Woche zurück und jetzt bin ich wieder zurück in der Praxis. An diesem Tag hat mir ein kleiner Junge ein Bild von einem Flugzeug geschenkt. Das fand ich so niedlich und passend, sodass ich es gleich in einen Rahmen gepackt und in meinem Zimmer aufgehangen habe. Und immer wenn ich das Bild sehe, freue ich mich auf meinen nächsten Flug. Denn es kann immer in die ganze Welt irgendwo hingehen.